Pessach ist ein hohes Fest der Juden. Pessach wird im Frühjahr 7 Tage lang gefeiert und erinnert an die Flucht der Juden aus Ägypten. Schüler der Schule Rebe BZ Einsbüttel haben sich mit den Besonderheiten des Festes auseinandergesetzt. Vor rund 3000 Jahren waren die Juden in Ägypten vom Pharao versklavt. Laut der Bibel gab Gott Mose den Auftrag, sein Volk zu befreien. Doch der Pharao wollte die Juden nicht gehen lassen. Darum schickte Gott 10 Plagen über das Land. Nach der 10. Plage gab der Pharao nach, denn bei dieser Plage starben alle Erstgeborenen in Ägypten. Die jüdischen Verblieben blieben doch verschont. Eine Gruppe der Schüler beschäftigte sich genauer mit diesen 10 Plagen und produzierte dazu einen Stop-Motion-Film. Gott startete mit der ersten Plage, welche das Wasser des Nils zu Blut werden ließ. Somit konnte man das Wasser des Nils nicht mehr trinken. Darauf folgte mit der zweiten Plage eine Überflutung des Landes mit Fröschen. Außerdem schickte er mit der dritten und vierten Plage Mücken und Fliegen. Da Essen an Pessach sehr wichtig ist, haben andere Schüler sich den Seder-Teller vorgenommen und erklären mit einem Stop-Motion-Film, was darauf gehört. Zweitens, Seror ist ein angebratener Knochen. Er erinnert an das Lamm als Pessachopfer in der Pessachnacht. Wie bei allen jüdischen Feiertagen gibt es auch bei Pessach einen genauen Ablauf. Damit hat sich eine weitere Gruppe beschäftigt. Vorbereitungen. Im Vorfeld des Festes wird das gesamte Haus gründlich gereinigt, indem sämtliches Chametz durch Getreide und Wasser gesäuerte Speisen entfernt wird. Stattdessen verzehren die Juden in der Pessachwoche nur ungesäuertes Brot, das sie Matzen nennen. Matzen sind das wichtigste Nahrungsmittel an Pessach. Worum es sich bei diesem besonderen Brot handelt, erklärt eine weitere Schülergruppe. Für diesen Brot benötigt man nur 2 Zutaten: Weizenmehl und Wasser. Das Massenbrot soll uns heute an die Flucht der Israeliten aus Ägypten erinnern. Also ist Matzen ein ganz einfaches Brot. Es wird auch das Brot der Armut genannt. Heute wird es beim Pessachfest gegessen, um die Flucht aus Ägypten zu erinnern. Da beim Pessachfest bestimmte Speisen nicht erlaubt sind, sind wir am Mittwoch in die Schulküche gegangen. Passend zum Pessachfest haben wir Matzenknuspermüsli hergestellt. Das besteht unter anderem aus zerbröselten Matzen, Walnüssen und Kokosflocken. Außerdem haben wir Matzenbrei gemacht. Wir sind hier gerade dabei, Matzenbrei zu machen. Es ist eine Mischung aus Wasser, Eiern und Matzen. Das wird dann angebraten in einer Pfanne mit ein bisschen Fett und das wird dann, da kommt so in etwa was wie ein Pfannkuchen raus. Das isst man dann mit Zimt und Zucker oder mit anderen Sachen, je nachdem wie man will. Natürlich wurden die Ergebnisse auch gekostet. Die Schüler der Schule Rebe BZ Einsbüttel haben mit viel Freude und Interesse einiges über das Fest und die Religion gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Vielen Dank fürs Zuschauen.